Hallo und herzlich willkommen zum Kongress Wenn aus Söhnen Männer werden, die Pubertät überstehen. Mein Name ist Franziska von Oppen, ich bin sechsfach Jungsmama und ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die im Struggle mit ihren pubertierenden Söhnen stecken. Mit dem Kongress möchte ich Eltern ermutigen, die Pubertät als Chance zu sehen, miteinander und aneinander zu wachsen. Und ja, dafür leuchte ich mit meinen Experten, die ich mir eingeladen habe, so ein bisschen auch in die dunkleren Ecken dieser Zeit, um da Licht reinzubringen und Leichtigkeit zu schaffen. Mit meinem heutigen Gast habe ich ein ganz besonders spannendes Thema aufgegriffen oder werde ich aufgreifen, was ganz viele Familien beschäftigt, nämlich das Thema ADHS. Mein Gast ist Monika Föhner. Sie ist systemische Familientherapeutin und ADHS-Coach. Und sie hat den schönen Satz oder den schönen Leitsatz: Was wäre, wenn wir das volle Potenzial deines ADHS entfalten könnten? Und mit diesem Leitsatz möchte ich kurz das Wort an dich übergeben. Hallo, liebe Monika, schön, dass du da bist, dass es heute geklappt hat. Schön hier zu sein. Danke, Franziska. Ja, magst du kurz erzählen, wie du zu deinem Thema gekommen bist, warum ADHS dich gegriffen hat, dass du als Familiencoach auch ADHS-Coach geworden bist? Ja, ich selbst bin Mutter von nur zwei wundervollen, ehemals sehr, sehr erziehungsintensiven Jungs. Und du hast Sex. Hut ab. Ich hätte mir nicht mehr zugetraut als diese beiden, ehrlich gesagt. Und ich fand meinen großen Sohn echt cool, mega süß und schnuckelig. Der war ein richtiger Junge, lebendig, übermütig. Ähm, Der war aber auch zuckersüß. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, so ganz weiße Haare und so Mhm. flauschig wie Entenfedern, ne? Mhm. Und der war so zuckersüß, dass der, wenn er in den Kindergarten gekommen ist, immer von Mädels umringt wurde im Morgenkreis und dann gestreichelt und was weiß ich wurde, ne? Aber irgendwie hat es nicht geklappt im Kindergarten. Die haben Okay. Sachen erzählt, die waren nicht normal. Sie haben gesagt, mein Sohn würde andere die Treppe runterschubsen und haben andere schlimme Sachen gesagt. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr eigentlich, wie mein Sohn aussieht? Na, das ist der mit den hellen Haaren, weil es war so, was? Hat nicht gepasst, ne? Und, oder verwechselt ihr uns? Oder dann war die zweite Frage, was macht ihr mit meinem Kind, dass der so Sachen machen muss? Weil das war einfach irgendwie alles zu viel für ihn. Er hatte Paukenerguss und was weiß ich. Und wir haben dann sehr, sehr schnell ähm, ja, das Reden nachgeholt. Also er war körperlich sehr aktiv, aber das Reden hat nicht so geklappt. Und weil er eben nichts gehört hat und weil diese Mhm. ganzen Reize, die waren einfach viel zu viel in diesem offenen Konzept und diese wilden Kinder und die haben das nicht verstanden. Also er hat sie nicht verstanden und der Arzt hat mir damals erklärt, das ist so, wie wenn man drei Fernseher anhat und zwei Radios und die alle Mhm. gleichzeitig. Und dann wird man, ne? Und dann macht man so Sachen. Das heißt also, wir haben wirklich alle Förderungen gemacht, die man machen kann und das schon im Alter von 3 Jahren. Der war sogar im Spezialkindergarten, wo ich ihn wieder rausgeholt habe, weil das war überhaupt nicht gut dort. Und wir haben es unserer Kindergärtnerin zu verdanken, dass er normal geworden ist. Ne? Die hatte so ein großes Herz, größer als der Kindergarten. Und die hat sich sogar gegen ihre Chefin durchgesetzt, hat gesagt, sie will dieses Kind haben, wieder im normalen Kindergarten. Mhm. Und ja, sie hatten viel zu tun, sagen wir es mal so. Wir Mhm. haben damals wirklich alles gemacht, was man machen kann. Wir haben jede Therapie gemacht, die es gegeben hat. Wir waren bis zum 8. Psychopharmaka, die waren so hoch dosiert, dass wir das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie holen mussten, dass es keine normale Praxis mehr verschrieben hat. Wir haben alle Förderungen gemacht, so 3 Arten Reflextherapie, TCM-Kliniken, anthroposophische Kliniken, Heilpraktiker. Wir haben die ganze Ernährung umgestellt. Wir haben sogar mitgemacht bei einer Studie bezüglich Ernährung und ADHS von der Mhm. Uniklinik in Freiburg. Und wir haben quasi 3, 4, 5 Jahre Oligoantigen gelebt, weil mein Sohn nichts vertragen hat. Jedes Ding, was er gegessen hat, was Allergen war, hat bei ihm den Super-GAU produziert. Ne? Wow. Es war wirklich
Horror. Ich habe Brot gebacken, das nie ein Brot geworden ist. Das war so Bröckelbrot. Ich habe sogar selber Wurst gemacht. Also ich habe wirklich alles gemacht, was es gibt. Mhm. Mindestens 10 Jahre lang alle Studien recherchiert, teilweise selber Medikamente nachgebaut, weil mein Sohn auch keine Laktose vertragen hat, die in Tabletten drin ist und keine Gelatine, wo in den Kapseln drin ist. Also es war wirklich sehr, sehr hart. Und deswegen bin ich da irgendwie reingewachsen. Ne? Mhm. Die Medikamente wollten nicht helfen. Man wollte mir meinen Sohn in der Realschule dann noch auf die Sonderschule tun, weil er gemobbt wurde. Mhm. Ja, natürlich war er super sensibel, natürlich war er ein Opfer als ADHS-Kind. Und ja, die hatten Gott sei Dank keinen Platz in der Sonderschule. Und Okay. so mussten sie meinen Sohn noch ein Jahr nehmen. Und dann war der Zeitpunkt, dass wir wieder unseren Check-up beim Kinder- und Jugendpsychiater hatten. Und der hat zur Lösung des Problems wieder nur seine Schublade aufgezogen. Mhm. Und ich habe meinen Sohn angeguckt und gesagt, nee, wir sind am Ende, ne? Also ich meine, das Jugendamt sitzt uns im Genick, die wollen mein Kind ins Internat stecken, das soll auf die Sonderschule, ich kann nicht mehr schlafen, wir sind alle am Ende. Mein Mann wollte das Kind weghaben, das muss ja, obwohl es ja Medizin bekommen hat, also wir haben ja alles getan, was nur Mhm. möglich Mhm. war. Und dann habe ich mich geweigert, habe gesagt, wir machen nicht weiter. Das 9. Psychopharmaka nehmen wir nicht mehr. Und ja, dann war ich allein. Okay. Boah, krass. Also mit 3 war die Diagnose da Mit und 3, dann, mit 4 vielleicht. Ja, also mit 3 hat es angefangen, schwierig zu werden. Mit 4 war die Diagnose. Wir haben schon im Kindergarten okay. Ritalin geben müssen. Wir hatten im Kindergarten schon eine Integrationskraft, die ihn ab 11 Uhr rausgenommen hat aus dem Geschehen, weil er es nicht lange gepackt hat. Mhm. Ich Mhm. musste in den Kindergarten fahren, ab 11 nochmal eine Tablette geben. Okay. Mein Kind war wirklich psychisch, körperlich kann ich schlecht beurteilen, aber wenigstens psychisch davon abhängig. Er hat gesagt, ich bin Okay. nur mit Tablette ein guter Junge. Ja. Oh Mann. Und dann Okay, das, wollte er natürlich eine Tablette fürs Schlafen, weil Schlafen hat nicht ja, geklappt. ne. Dann wollte er eine Tablette gegen die Aggression. Und ich bin immer nur gelaufen und habe getan, was ich konnte, aber war für uns einfach nicht zielführend. Für Ja, viele ne. ist es zielführend, da freue ich mich. Ne? Ich hätte ja auch gerne alles getan, eine Tablette rein, Problem erledigt. Hey, super, wenn man das haben kann, warum nicht? Also go for it. Aber ich trete jetzt halt an mit dem, was ich entwickelt habe, für die Leute, die wie ich damals einfach nur im Regen stehen gelassen werden, Mhm. denen die Kinder weggenommen werden, die nicht mehr weiter wissen, für Kinder, die einfach nur 1 bis 2 Stunden beschult werden können, für Mamas, die nicht mehr arbeiten gehen können, weil das Kind nicht funktioniert in der Schule und so weiter. Für diese Leute trete ich an. Mhm. Mhm. Aber das ist ja genau das. Das ist ja das, was die Medikamente auch tun, letzten Endes. Und jetzt sagst du, oder andersrum, hättest du dir gewünscht, dass jemand jetzt im Nachhinein betrachtet, jemand wie du quasi euch damals mit eurem 3-, 4-jährigen Sohn da hätte rausholen können, ohne diese ganzen Medikamente Ich habe es ja Schiene versucht. fahren zu Ich habe müssen? ja, ich habe ja alle alternativen Dinge versucht. Ne? Wir waren überall. Wir waren Mhm. beim Mhm. Neurofeedback, wir waren beim Heilpraktiker, wir waren beim Kinesiologen, wir waren in TCM-Kliniken. Wir haben wirklich alles versucht, was es da Mhm. gegeben Mhm. hat. Also wirklich alles, bis zum selber Wurscht machen. Es hat Mhm. halt nicht Mhm. funktioniert bei uns, ne? Weil das Problem war halt nicht da, wo uns alle Glauben gemacht wird. Ne? Da hat Was halt ihr damals auch doch, geglaubt habt. ja, Wo war denn natürlich. das Problem jetzt im Nachhinein betrachtet? Das Problem war, dass mein Sohn einfach im Ausnahmezustand war. Der Mhm. war einfach im absoluten Ausnahmezustand. Und das war, kann ich jetzt, bitte verzeiht mir, liebe Mamas, wir sind natürlich immer an allem schuld, klar, ne? Ich wusste das auch. Bei der ersten Reflextherapie hat mir die Mama gesagt, ja, und das ist, weil du da so gestresst warst und das ist, weil du da krank warst und so weiter und so fort. Das Ding ist einfach, ein Kind, ähm, wenn es im Mutterleib ist, hat noch keine eigene Identität. Das bin ich und es ist ich. Mhm. Alles, Mhm. was Mhm. da passiert, wenn es im Dunklen ist höchst traumatisch. Wenn da irgend so ein Schockflash kommt, dann ist das für das Kind
schrecklich. Unter Umständen baut es das in seine automatischen Bewegungsabläufe mit ein, die es gerade eben übt, damit es hier irgendwann mal rauskommt. Ne? Mhm. Und unter Umständen ist das dann das Programm, das das Kind geladen hat, wie auf dieser Record-Taste früher vom Radio Mhm. oder Mhm. vom Kassettenrekorder. Ne? Und das wird einfach so lange abgespielt, bis gefunden wird, oh, die Mama hatte einen super stressigen Job. Die musste ein, ein Live-Event machen für die ganze Uni Basel innerhalb von 2 Wochen, weil der Chef das verbummelt hat. Und sie war gerade ganz neu. Oh, tja, leider war sie auch schwanger gerade eben währenddessen. Ne? Mhm. 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 Und solche Dinge sind dann einfach übernommen, einprogrammiert und werden dann einfach reproduziert, solange bis irgendjemand sie Mhm. Mhm. anschaut. Aber so Das schaut heißt, ja keiner. Ne? mhm, mhm, mhm. Das heißt, das, was du bei deinem Sohn gesehen hast, was ihr erlebt habt als Familie, das war das Abspielen dieser Programme, die er Ja, schon ganz früh, als ganz frühe Prägung, als Traumata, wie du sagst, ja. erfahren hat. Das Auch hat die sich dort Geburt, geäußert an dieser Stelle. Okay? auch die Geburt war äußerst traumatisch. Ich habe hunderte von Leuten, die mit mir telefonieren, die mir dasselbe erzählen, die sagen, hey, ich habe alles getan, ich bin überall, ich habe Alternativen gemacht, ich habe Schulmedizin gemacht, Mhm. es klappt nicht, wenn ich nur diese eine Frage stelle. Wie war die Schwangerschaft? Oh, furchtbar. Wie war die Geburt? Boah, monstermäßig. Das ist die Erklärung dafür. Okay. Das heißt, da zeichnet sich für dich ganz klar eine Einordnung ab. Also da ist ganz klar, du kannst es ganz klar so festmachen an Schwangerschaft, an Geburtsprozessen und möglicherweise auch noch an Dingen, die danach passieren. Aber das ist so eine ganz frühe Geschichte, wo Genau. die sich dann eben in diesen ADHS-Symptomen äußert. Ja. Kannst du kurz beschreiben, um jetzt die Zuschauer noch mal mitzunehmen, was beschreibt eine ADHS-Familie? Du sprichst ja immer von der ADHS-Familie, weil ja alle betroffen sind und nicht nur vom ADHS-Kind, was ich ganz schön finde, das ganzheitlich zu betrachten, auch das ganze System Familie damit reinzunehmen. Ähm, was ist so, was sind so Alltagssituationen einer ADHS-Familie? Was passiert da, um es Also, verstehen zu können, damit es alle verstehen können? Also oftmals fängt es schon an in der Früh, dass da ein Superkampf ist, dass das Kind aus dem Bett kommt oder dass es eben immer zu spät kommt, dass es einen Schulranzen nicht gepackt hat, dass es nichts isst. Je nachdem, ob es abhängig ist von Tablettenvergabe oder nicht, ist es quasi, wenn Sie Tabletten nehmen, dass Sie dann vorher, also ich habe es bei meinem Kind so beobachtet, wie quasi betrunken, ne, durch die Gegend torkeln, nur Mist machen, nicht ansprechbar sind, nicht fokussierbar sind, nicht an den Tisch zu bringen sind. Wenn man Medikamente gibt, muss man aber das Kind in der Früh füttern. Man muss ihm was zu essen geben, weil es wird die nächste Zeit, die ganze Wirkdauer, wird es keinen Hunger haben. Ne? Das habe Deswegen ich auch werden schon die alle gehört, ja. anscheinend wurde das Medikament erfunden für eine Rita, die abnehmen wollte. Deswegen heißt es Ritalin. Ne? Sehr interessant, wenn man das weiß, dann ist alles klar. Ne? Also ich sollte Mhm. vielleicht das nehmen, ne? Würde mir nicht schaden, aber naja, die Nebenwirkung hätte ich dann doch lieber nicht. Und Mhm. eben, also die Eltern haben einen super Stress, dass sie dem Kind irgendwas zu essen geben. Und dann, wenn das Kind in der Schule ist, wenn man Glück hat, merkt man sehr schnell, dass es wirkt, dass das Kind quasi runterfährt. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich habe manchmal in der Früh mir gedacht, wann ist der Zeitpunkt, wo ich die Tablette in das Kind reintun kann, damit es wenigstens sitzt an diesem Tisch und was isst. Ne? Aber So ein Hilferuf, der glaube ich, bei ganz vielen Familien da ja. ist, Und das weswegen ist dann auch ganz viele schlimm. tatsächlich zu den Medikamenten greifen, ne? Ja, und das ist wirklich ganz schlimm, wenn Mhm. man das bei sich selber entdeckt, ne? Und wenn dann das Kind dann das Mhm. auch nochmal reproduziert und sagt, nur mit Tablette bin ich ein guter Junge. Mhm. Aber es Mhm. gibt ja Mhm. keine Tablette, die wirkt 24 Stunden, ne? Das heißt also, man macht das Kind, man schaltet so diese Verhaltensauffälligkeiten aus. So, das Kind geht in die Schule, es stört nicht mehr. Mhm. Manche, wenige haben eine Leistungssteigerung durch das Ritalin, weil die Kinder dann wirklich aufpassen können, manche auch nicht. Instinktiv sagt jeder, ja, mein Kind kann sich besser konzentrieren. Wenn man dann aber die Noten anschaut, dann haben die sich unter Umständen nicht verbessert. Mhm. Dann ist die Frage, wo kann es sich denn konzentrieren? Wenn ich dann frage, weiß dein Kind, was in der Schule war? Nein. Mhm. Hat dein Kind eine Hausaufgaben? Nein. Ähm,
Musst du deinem Kind alles erklären, was in der Schule war? Ja. Ja, und wo kann es sich dann bitte konzentrieren? Na, also das ist so, aber es Mhm. wird uns eingebläut. Ne? Auch Mhm. ich Mhm. habe das immer gesagt. Ne? Aber Fakt ist, das Kind ist auf jeden Fall nicht mehr so anstrengend. Ne? Das ist ja Genau, schon genau. Das wird dann so viel. gleichgestellt. Genau. Genau, das ist Es ja schon strengt, mal viel. genau. Weil Es fällt vorher nicht war, mehr auf, deswegen kann sie genau. es besser konzentrieren. Ja. Es fällt nicht mehr auf, sagen wir es mal so. Unter Umständen Mhm. kann es sich besser konzentrieren, hat auch ein bisschen bessere Noten, aber diese Tablette wirkt ja nicht so lange. Mhm. Ne? Also es gibt ja welche, die wirken dann teilweise bis 5, 6, wenn sie es vertragen. Es gibt auch viele Kinder, bei denen wirkt das nicht. Also mein Kind zum Beispiel war so ein Non-Responder. Da hätte ich alle 2 Stunden, alle 3 Stunden, wie damals im Kindergarten, einmal die Tablette einwerfen müssen. Das kannst du nicht machen. Also die Schulen verabreichen die Medikamente nicht, die Kinder dürfen das nicht mitnehmen und in einer ganzheitlichen Schule oder in einer späteren Schule geht das nicht mehr. Ne? Mhm. Mhm. Und ja, dann kommt das Kind nach Hause, hat unter Umständen noch keinen Hunger. Die Eltern müssen genau abpassen. Jetzt kommt das Kind nach Hause. Die Tablettenwirkdauer ist vielleicht noch 1, 2 Stunden. Wir müssen jetzt Hausaufgaben machen. Mhm. Mhm. Und das ist schon mal der erste super Stress. Ne? Ich hatte einen Jungen, der hatte total Angst, Tabletten abzusetzen, weil der hatte wirklich gute Noten in der Schule. Und die Mama wollte das unbedingt. Und wir haben gesagt, okay, über die Weihnachtsferien sprecht ihr das mit eurem Arzt ab, dass wir einen Auslassversuch machen. Und der Junge, also da hatte ich einen direkten Vergleich. Ne? Ich habe ihn dann gefragt, habe gesagt, erzähl mal, Felix, wie ist es denn jetzt ohne Medikamente? Du hattest doch so Angst, dass die nicht mehr da sind. Na, wie Mhm. ist es jetzt in der Schule? Erzähl. Und er sagt, hey, Monika, das ist noch viel besser. Ich kann mich bis um 9 Uhr abends konzentrieren. Ich kann Mhm. Hausaufgaben abends um 9 Uhr machen. Und die Mama muss nicht mehr neben mir sitzen. Und sogar Vokabeln lerne ich allein. Ne? Das ist halt, ja, wenn du dich quasi deinen ganzen Alltag strukturierst nach einer Wirkdauer Mhm. der Tablette. Ne? Also ich Mhm. hatte es bei mir auch so, ich musste um 2, 3 mein Kind von der Straße kratzen, weil ich nicht wusste, was stellt er jetzt an. Die Medizin wirkt nicht mehr, Hilfe. Wo ist es? Okay. Schnell nach Hause holen, weil vielleicht springt er auf irgendein Auto, vielleicht fährt er irgendwie den Berg runter und schaut nicht, ob da Autos sind, vielleicht rennt er Mhm. hinter Mhm. irgendwelchen Kindern mit dem Friedhofsmesser her, ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Mhm. Das ist dann quasi dieser Rebound. Manche haben den wirklich stark, manche Mhm. nicht. Die haben Glück. Aber wenn du diesen Rebound hast, also ich höre das von den Eltern immer, das ist so wie so eine Art Vulkantanz, Vulkanausbruch. Mhm. Also du bist immer so auf dem Tanz auf dem Vulkan äh, Mhm. und kannst es quasi schon timen, kannst schon die Ohren anlegen, weil du weißt, jetzt um 2 oder 3, jetzt wird es wieder schwierig. Ne? Mhm. Mhm. Und natürlich gibt es dann halt auch Nebenwirkungen. Aber eben, Ja, ja. das ist halt, ich frage manchmal meine Eltern, frage ich, wie hättest du es gerne? Hättest du es gerne, dass er vielleicht in der Schule nicht ganz so brav ist, dass es aber gleich beschissen läuft den ganzen Tag über, so, Mhm. so dass du nicht immer diese Hochs und Tiefs hast, weil das ist ja anstrengend für jeden. Man weiß ja dann Mhm. auch gar nicht mehr, was man von seinem eigenen Kind halten soll. Und das Kind weiß es auch nicht mehr, ne? Ja, ja. Da Ja, kommt so ganz, ganz viel zusammen. Also ich höre ein wahnsinniger Stress für die Familie, der ja ja. nie gut sein kann für niemanden in der Familie. Also das ist ja dann eher so ein, man hat dann diesen Fahrplan und nach dem Fahrplan muss der ganze Alltag ablaufen. Der Alltag für die Mutter, der Alltag für den Vater, der Alltag für das Kind und der Alltag für die Geschwister möglicherweise auch noch. Ja, Ähm, natürlich. Die müssen und da alles ist ja, zurückstecken. genau, da ist ja überhaupt kein Platz mehr für irgendeine Form von Individualität. Das geht ja völlig verloren. Individualität nicht, aber ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass sie die ganze Zeit zu Therapien laufen. Also Und das kommt noch obendrauf, ja. Die Nachmittage sind dann für alle möglichen Therapien. Ja, oder Mhm. um Hausaufgaben nachzumachen. Also ich habe Mhm. Mhm. teilweise Eltern, die sitzen 4 Stunden mit ihren Kindern an Hausaufgaben und Schulstoff. Und ich weiß noch, wie oft ich meine Kinder angeschrien habe und gesagt habe, ich habe mit Absicht kein Lehramt studiert. Warum muss ich jetzt hier stehen und diesen Scheiß mit euch machen? Mhm. 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 Ja, also da Aber bleibt ja aber nichts übrig. die ganz große Frage, die sich mir da jetzt die ganze Zeit aufdrängt, wenn ich dich höre, ähm, ist ja die Betrachtungsweise, wo ist das Problem? Was ist das Problem? Ist tatsächlich das Kind das Problem, was jetzt irgendwie gefügig gemacht werden muss, auf Kosten von allen, vom gesamten sozialen Umfeld? Oder ist vielleicht
das System das Problem, wo man gucken könnte, was kann da anders strukturiert oder gemacht werden? Weil das ist ja, also das, was du schilderst, das ist ja, also das Gegenteil von gesund, von einer gesunden Familie, von einer Familie, wo jeder seine Bedürfnisse leben kann, wo die Menschen sich gegenseitig ermächtigen, ihre Potenziale zu entfalten, wie es immer so schön gesagt wird. Da gibt es keine Individualität, da gibt es nur noch Objekte, die sich umeinander kreisen und irgendwie versuchen, den Alltag zu überleben. Also das kann ja Ja. nicht gesund sein. Also wo, was kann man dann an dieser Stelle tun? Weil das kann ja, also wie lange halten Familien das aus? Ihr habt das ja sehr lang ausgehalten. Ihr habt das ja 6 Jahre, hast du gesagt, als Familie gemacht, Aber frag mich nicht wie. diese Ne? Wir sind Suche. am Ende auseinandergegangen. Ja, Und das ist auch kein Wunder. Ich verstehe das es ist auch kein bei Wunder, genau. Ja. bei Glaube ich jeder sofort. Familie, dass Ja, das ja. irgendwann einfach, was es allerdings noch schlimmer macht, wenn die Mutter dann alleine ist mit den unerziehbaren Kindern, wenn dann da keine männliche Respektsperson mehr da ist. Weil Mütter können meistens nur Liebe und klar sind sie auch sehr streng, aber so eine zweite Person, die auch noch mal eine Meinung einwirft bei sehr erziehungsintensiven Kindern, ist immer hilfreich. Ne? Mhm, mhm. Und das ist ja auch unser Gesellschaftssystem quasi, dass die Mütter mit Kindern alleine in kleine Wohnungen eingesperrt werden, dass es da kein Netzwerk gibt von irgendwelchen hilfreichen Leuten. Früher war noch die Oma im Haus, die keine Arbeit hatte, die hat gekocht, die hat gewaschen, die hat die Kinder mal nähen können. Das haben wir alle nicht mehr. Also wir als Mütter wundern uns, dass wir so überfordert sind, dass wir so schlecht sind, aber wir waren noch niemals in der ganzen Menschheitsgeschichte so alleine, Mhm, mhm. so einsam und so ressourcenlos auch. Wir können Mhm, nicht arbeiten, wir müssen aber arbeiten, um Geld zu verdienen. Also es reicht nicht mehr, dass einer arbeitet. Du musst als Mutter auch mitarbeiten. Du hast keine Eltern, die dir helfen in den allermeisten Fällen, weil die in müssen vielen ja Fällen, auch ja. noch alle arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, und, und dann sitzt du da alleine mit einem Kind, was du eigentlich niemals so gedacht war. Das ist so eine große Illusion von Mutter. Ich kenne das, wenn ich kinesiologisch zurückreise in frühere Leben, Mhm. wo irgendwelche Dinge waren, zum Beispiel, warum geht das Kind nicht ins Bett? Und dann war eine aufgelöst vor 2000, 3000 Jahren ein Feuer und das Dorf und keine Ahnung, ne? Und jedes Mal, ich dachte auch am Anfang, die Mutter ist so wichtig. Ne? Und jedes Mal, wenn ich die Kunden in der Trance gefragt habe, wo ist deine Mutter? Das wussten die nicht. Mhm. Da war immer eine weise alte Frau, die hat gesehen, was passiert ist, die hat das Kind auf den Schoß genommen. Ob das jetzt die Oma ist, keine Ahnung, aber diese Mutter, dieses Alleinstellungsmerkmal, die Mutter ist alles, ist Mhm. jetzt gerade eben so. Aber Mhm. das überfordert extrem. Also Mhm. da fängt das schon mal an. Und dann geht es eben, warum ist das so? Ne? Also das Kind funktioniert nicht. Gut. Genau, aus diesem System Genau. heraus, wenn alle arbeiten müssen, muss das Kind ja dann Es muss, funktionieren, es muss, damit der Alltag funktioniert. genau, Und das ist weil, das, was ich vorher meinte, ist nicht eher genau. dieses System das Problem, Ja, das Ding ist, dass wir also, da versuchen, Kinder reinzupressen. aber wir Mütter, wir können auch irgendwann nicht mehr anders. Das Ding ist ja, Mhm, mhm, das Kind kommt in das Bildungssystem und dann fängt der Terror an. Ne? Also natürlich, die Mutter, die das Kind abholt, die kriegt die ganze Zeit eine Watschen, die kriegt die ganze Zeit gehört, was das Kind alles Böses gemacht hat. Und wir Frauen sind so dazu erzogen, dass wir unsere Sippe immer in Frieden halten wollen. Also tun wir instinktiv alles, um alle zu befrieden. mhm. Natürlich stehen wir da in einem Zwiespalt, weil ja, es ist ja unser Kind, wir wollen es ja schützen. Aber wenn wir dann halt auch mitkriegen, was es für Bockmist baut, dann haben wir da so auch schon einen Loyalitätskonflikt, weil Mhm, der macht wirklich diesen Mist. Ne? Und was soll ich jetzt sagen? mhm, Und ich will es doch dem Kindergarten recht machen und ich will es doch der Lehrerin recht mhm, machen und mhm. es muss doch hier. Ne? Also wir können diesen Druck aushalten, ein bisschen, aber irgendwann geben wir den Druck auch weiter ans Kind, weil wir einfach Ja. nicht mehr können. Ne? Also das ist jetzt gar nicht
unser Fehler oder so, das geht einfach nicht. Das Fass ist voll und dann bricht einfach der Boden durch. Ne? Und Ja, dann und wir sind ja selber in diesem System ja, sozialisiert. Und das ist ja das, genau. was wir dann an die Kinder weitergeben. Und dann geben wir das an das Kind weiter. Und das Kind, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt mit Hunderten, mit über 300 Kindern oder noch viel mehr gesprochen. Die Kinder haben alle recht mit dem, was sie sagen. Sie haben definitiv recht. Und ADHS-Kinder zum Beispiel sind sehr, sehr große Seismographen. Die sehr, sehr empathisch. Die merken ganz genau, wenn der Lehrer reinkommt und der sie anlächelt und der eigentlich hinten dran ein, was für ein Scheißtag ist. Das merken Ist es echt oder nicht? Ja. Genau. Und die merken, der mag mich nicht. Und die merken, ich bin dem scheißegal. Und die merken, die anderen mögen mich nicht. Egal, was sie sagen. Wir sind größere Sendemasten für Gefühle als für das, was gesagt wird. Und das ist das, was ADHS-Kinder machen. Die zeigen einfach auf, das ist scheiße. Und die machen da halt einfach nicht mit. Und Beziehung ist nun mal das, worüber man lernt. Ich weiß noch, wie ich als Kind meine Kindergärtnerin über alles geliebt habe. Frag mal heute ein Kind. Ich weiß noch, wie ich meine Grundschullehrerin über alles geliebt habe. Frag mal heute ein Kind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Lernen für kleine Kinder geht nur über Beziehung. Nicht nur für kleine Kinder, für uns Ja, Menschen. Lernen ja, geht immer nur über Beziehung. okay, Ja, aber für kleine Kinder noch umso mehr. Ich habe ja, meine ja. Note gekriegt, indem ich gesagt habe, willst du das wirklich abliefern? Willst du, dass der Herr Stark denkt, dass du so dumm bist? Damit habe ich ihn gekriegt. Aber diese Beziehung gibt es nicht mehr so oft. Ne? Und das ist das Schwierige. Und wenn ein Kind keine Beziehung zum Lehrer hat, kennen wir doch selber auch. Ne? Ich hatte in Englisch eine 1 oder ich hatte in Englisch eine 3, ne? Je nach Lehrer. Ja, 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 ja. Und so ist es bei den Kindern. Und die zeigen halt einfach auf, wo es krumm ist. Und die haben einfach keinen Bock, damit zu spielen. Und Und deswegen fallen sie dann auf. deswegen fallen sie auf. Und dafür dürfen wir ihnen ja eigentlich dankbar sein, weil Absolut, ja. wir kriegen dann in unserem Trance, in unserem Bedürfniserfüllungsnot, gute Mutter zu sein, irgendwie mit, boah, da stimmt was nicht. Und können dann auf die Suche gehen, was stimmt nicht. Ne? Und ich habe teilweise Mütter da, die sind 3 Jahre lang in einer Mobbing-Situation gesteckt. Die haben in diesem Ausnahmezustand, der eben auf sie genauso übergeschwappt ist, weil sie halt extremst unter Druck gesetzt wurden. Und ich kann nur sagen, also ich habe mich damals so gefühlt, als würde ich wirklich von jeder Ecke mit Gewehren beschossen dastehen. Ne? So. Und so fühlen sich ganz viele Eltern. Die wissen einfach nicht mehr, was sie tun sollen. Das Jugendamt meckert herum und ist nicht hilfreich. Der Arzt sagt, wir müssen ein Kind wegtun. Also du kriegst überall nur Bedrohung. Ne? Ja, ja. Naja, und immer die Botschaft, dein Kind ist falsch oder du bist falsch. Genau, du Genau. machst alles falsch, genau, das ist Genau, auch, genau. Und wenn du aber, also ich habe es sogar beobachtet bei Eltern, die haben schon im Kindergarten ihren Rowdy-Jungs, den Erziehern gesagt, der ist halt so, der ist böse. Die saßen dann ein paar Jahre später in der gleichen Klasse, in der gleichen Schule wie mein Sohn. Die Frage ist also, was hat man davon, wenn man dieses Ding erfüllt, wenn man quasi suggeriert, ich gebe mir Mühe, ich mache alles. Viele Eltern erzählen, sie werden quasi genötigt dazu, eine Integrationskraft dazu zu holen, weil sie die Kooperierenden sind. Nicht unbedingt, weil ihr Kind jetzt das einzig Schlimme wäre, aber man kann über sie eine zweite pädagogische Kraft kriegen. Ist auch eine Lösung, klar. Ist auch eine Lösung, ja. Und letzten Endes kommt am Ende doch das Gleiche bei raus, egal wie sehr man sich nun verrückt macht oder nicht. Ne? Aber schlussendlich muss die Diagnose her, damit Die muss, die Kraft auch gefördert wird, dass die genau. überhaupt akzeptiert wird. Und dort liegt der Hase ja begraben.
an dem Punkt, wo ich dann weiß, okay, es muss eine Diagnose her. Dann mache ich ein Schubfach auf, da stecke ich mein Kind rein, dann kriegst noch Ritalin dazu und eine Inklusionskraft oder eine Integrationskraft. Aber eigentlich habe ich die Beziehung zu meinem Kind aufgeopfert dafür. Ja, gut, ich habe das ja auch alles gemacht. Ich wollte ja Mhm. auch das Beste für mein Kind tun. Das Beste, ne? Ich wollte Mhm. das Mhm. Allerbeste tun. Ich wollte nicht die Klar. Ja. Zukunft meines Kindes riskieren, weil ich so crazy bin und mein Bauch Mhm. Mhm. macht, wenn es um Medikamente geht. Nein, also man steht da, man schlüpft da raus aus seiner Intuition, ganz, ganz viele und haben Mhm. schon Mhm. gar keine mehr, weil sie eben so fertig gemacht werden die ganze Zeit. Und weil sie sagen, es gibt jetzt irgendwie keine andere Lösung mehr. Natürlich würde ich mir wünschen für jeden, dass er zuerst zu mir kommt. Aber Fakt ist, die Leute leiden nicht genug, als dass sie wirklich was ändern würden. Natürlich geht Mhm. man erst Mhm. den geringsten Weg des Widerstandes, ne? Ja, ja. Das ist natürlich doof für die Leute, die mir nachher schreiben, warum haben wir nur 5 Jahre gelitten und dich Mhm. nicht Mhm. 5 Jahre vorher gefunden? Ja, Mhm. wird Mhm. seinen Grund haben, warum sie mich nicht vorher gefunden haben, ne? Ja, ja. Ja, Aber klar. Ja, die Suche war nicht ausgeweitet genug in dem Moment, weil sie noch nicht, wie du die sagst, der Not Leidensdruck war war dann noch nicht, nicht die groß Not genug. war Ja, noch nicht ja, groß genug wahrscheinlich, um ja, einfach ja. nochmal das und nochmal das und nochmal das. Ich habe auch viele Leute, die haben mir sogar nach dem Videocall abgesagt und schreiben mir dann per Mail wieder, Monika, wir wollten andere Wege gehen, die haben auch nicht geklappt. Können wir Mhm. noch Mhm. mal? Können Ja, wir noch ja, mal ja. reden? Willst du uns vielleicht doch noch an Bord nehmen? Das Ja. ist ja alles kein Thema. Das Ding ist nur einfach, ähm, wenn du wenn du diese Diagnose hast, die Frage frage ich oftmals meine Leute in meiner Gruppe, die heißt übrigens ADHS, aber du hast Superkräfte, denn wir Mhm. haben Superkräfte. Und es Mhm. gibt einfach so geniale Fähigkeiten von ADHS, ähm, weswegen wir auch gerne gehasst werden von anderen. Ne? Können wir nachher Genau. kommen, ne? Genau, was euch nicht, also du sprichst immer von dir selber, was euch quasi ähm, nicht so einfach sein lässt für viele, obwohl es Ja, eigentlich, wie du sagst, Superkräfte sind und alle anderen ganz viel lernen könnten ja, von euren Superkräften, von diesen Superkräften, die ja. ja jeder hat. In irgendeiner Ausprägung hat ja jeder Superkräfte. Oder ein Und Miteinander einfach, alle ja, Kräfte in genau, den ja, Topf ja, schmeißen und jeder profitiert davon. Das wäre genau, genau, mal was. genau. Genau. Oder Jetzt ja. erzähl doch gern mal, Monika, was machst du anders? Was machst du mit Familien, die zu dir kommen? Wenn die Not dann so groß ist. Eigentlich wäre es ja viel besser, sie würden viel früher kommen, dass die Not erst gar nicht so groß wird. Die Ja, Superkräfte viel früher erkennen, damit die Not gar nicht erst so groß wird. Was machst du mit Familien, die zu dir kommen? also Familien, die zu mir kommen, die telefonieren erstmal bei mir in der ADHS-Hotline. Das würde ich auch jedem hier gerne anbieten, dass man erstmal guckt, was ist der Stand der Dinge und habe ich eine Idee, woher der Ursprung kommen Mhm. könnte, ne? Das Und verlinke ich sehr gerne direkt unter dem Video. Genau. Und meistens ist das dann so der Startschuss, der schon mal ganz, ganz viel klar macht. Ich mache das jetzt dann auch bald im wöchentlichen Format, dass ich eine Show mache, wo ich quasi live coachen werde, wo quasi wirklich die Leute sitzen können und mir zugucken können mit irgendwelchen Freiwilligen aus dem Publikum, ähm, wo da der Knackpunkt ist bei jedem. Ne? Mhm. Also da gibt es immer so ein, zwei Fälle pro Woche, die wir einfach rannehmen, die wir da ein bisschen genauer durchleuchten. Und Mhm. ich schaffe es innerhalb von 2 Monaten, das ist so crazy und so genial, ich schaffe es wirklich innerhalb von 2 Monaten, dass die ganze Familie sich dreht. Und zwar indem ich meinen Eltern beibringe, wie sie ihre Kinder retten können. Weil ich finde, das müssen sie. Das ist ihr Job. Wir Mhm. geben das gerne ab an irgendjemanden, der mein Kind einmal im Jahr sieht und der anscheinend alles besser weiß. Das kann nicht sein. Ne? Mhm. Ich finde, wir Eltern, wir sollten wieder die Macht bekommen über unser Kind und über das Glück unserer Familie. Und das haben wir alles outgesourced, weil wir denken, alle anderen wissen besser Bescheid und das ist Mhm. nicht Mhm. so. Es Ne? wird uns ja aber auch so suggeriert ganz Ja, oft.
Aber ich Mhm. weiß, warum mein Kind so ist. Mein Kind redet doch mit Mhm. mir. Ne? Also ich habe so oft gesagt, ich brauche keinen Psychologen. Mein Kind erklärt mir ganz genau, warum es das gemacht hat. Es ist durchaus logisch. Also es kann mir Mhm. kein Psychologe besser erklären wie mein Kind, warum es Mhm. das gemacht hat. Ne? Und deswegen, es ist ziemlich revolutionär, dass wir innerhalb von 2 Monaten einen kompletten Stresslevel in der ganzen Familie reduzieren, weil Mhm. das Kind ist zwar das, was am lautesten schreit, aber die Mama ist ja mindestens genauso fertig gemacht worden. Die ist ja auch am Rande ihres Wahnsinns, am Rande Mhm. ihres Machbaren. Ne? Der Vater versteckt sich vielleicht und geht nur mehr abends um 8 nach Hause, wenn die Kinder im Bett sind. Ne? Und jeder guckt, dass er irgendwie den nächsten Tag überlebt. Ne? Und so soll es ja nicht sein. Der Stress soll bei Mhm. allen runterkommen. Meistens kommt ADHS auch gehäuft vor. Also es gibt dann noch so ein Geschwisterlein oder vielleicht Mama oder Papa, die auch davon betroffen sind. Und ich habe früher nur für Kinder gearbeitet und muss sagen, da gibt es einfach sehr, sehr viele Themen, die eben auch bei der Mama sind. Ne? Das kann Mhm. jetzt sein, sogar schon von mehreren Generationen zuvor, dass zum Okay. Beispiel sie ähm, nicht hätte entstehen sollen oder durch Vergewaltigung entstanden ist oder ja, abgetrieben werden sollte und es dann doch irgendwie geschafft hat. Oder dass die Mutter ganz, ganz lang versucht hat, Kinder zu bekommen und Mhm. 8 Aborte vorher hat. Auch das hat einen krassen Impact auf die nachfolgenden Generationen. Ähm, Okay. und da schauen wir genauer hin. Und dieses Problem finden wir erstmal. Und dann geht es darum, dass wir quasi diese ganzen Entwicklungsschritte, die in diesem Bereich waren, dass wir die neu justieren, dass wir also körperlich die neu justieren, dass wir quasi diese Bewegungen nachführen, die diese kleinen Roboter im Mutterleib machen müssen, um Mhm. irgendwann mal zu wissen, wie man sich denn da rausdreht und wie man dann atmet und wie das alles geht. Ne, das ist einfach so ein Programm, das durchläuft. Ne? Und je nachdem, was da passiert, wird einfach vielleicht auch in dieser Bewegung Angst mit einprogrammiert. Ne? Mhm. Weil die Mama, ja, Uni-Basel-Event gemacht hat und im Superstress war. Ne? Und dann ist jedes Mal, wenn das Kind sowas macht, quasi gestresst. Ne? Okay. Können wir oftmals sehen, wenn Kinder spielen und auf einmal schreit und man saß dabei und sagt, da ist doch nichts. Warum macht ihr das? Okay. Keine Ahnung. Ne? Also da ist doch gar nichts passiert. Ne? Und es ist Dann so, kann es sein, dass so eine alte Erinnerung oder eine ja, alte Prägung ja, aufgerufen wurde in dem Moment, angetriggert wurde. Okay. ja, motorisch gesehen gibt es auch so Leute, die, kennst du das, wenn du auf der Autobahn fährst? Vor dir ist einer, der will links blinken und der nimmt das ganze Lenkrad mit und du denkst ja, Mhm. oh, gleich sitzt du, oh, bitte nicht, Mhm. gleich bist du in dieser Seitenlinie drinnen. Ja, ja. Das sind Dinge, die geschehen im Mutterleib, ne? Dass man den Ober- und den Mhm. Unterkörper separat bedienen kann. Da war in diesem Zeitpunkt ist was passiert, was diese Entwicklung Mhm. verhindert hat und das kann man korrigieren. Muss Und dann man macht da er das. tatsächlich ganz genau erfahren und rausfinden, was da passiert ist? Also, ich könnte jetzt meine Mutter noch fragen, meine Oma kann ich schon nicht mehr fragen und die Uroma sowieso nicht. Also, Ja, genau, das Ding ist, ich habe das am Anfang so gemacht. Also ich hatte einen Klienten auf der Liege und hat nicht geklappt. Und dann bin ich immer kinesiologisch auf die Suche gegangen. mhm, Was mhm, war da los? Hab die Mama gefragt, den Papa gefragt, welche Emotionen, was auch immer. Was war in diesem und jedem Entwicklungsstadium bei euch? Was fällt dir ein? Ach, Brustkrebsdiagnose. Oh ja, okay, mhm, alles klar, mhm. ne? Dann muss man das angehen. Kann man machen. Das Ding ist nur, ich habe jetzt einfach so viele, über 300 Familien so 1:1 ganz, ganz eng geführt, dass dann quasi ein Muster rausgekommen ist. Mhm. Ne? Okay, Dass ich das jetzt quasi gar nicht mehr pro Person finden muss, okay. sondern dass da wirklich ein Muster Mhm, an mhm. Themen rausgekommen ist. Und das ist zu 95% genau das, was entstresst Okay, hat. Also ich arbeite spannend, ja. körperlich, ich arbeite aber eben auch die seelischen Hintergründe Mhm, ab. mhm.
die währenddessen entstanden sind, während diesem Entwicklungsschritt. Wir programmieren das geistig um. Wir programmieren das also in unseren Kopf neu ein, das, was wir wollen, unseren Wunschzustand. Also das heißt, es macht durchaus Sinn, so alles. Ne? Wir arbeiten im Bewusstsein also mit dieser neuronalen Neuprogrammierung, indem wir uns bewusst werden, oh, das ist das Thema gewesen. Wenn meine Kunden das hören, dann tut es weh im Bauch und dann weiß man, okay, das schreiben wir uns mal bitte auf, weil man weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, dass irgendetwas nicht klappt, aber dann haben wir es schon mal. Und wir arbeiten vor allen Dingen auch sehr im Unterbewusstsein. Und wenn man das so angeht, dann hast du quasi diesen glitschigen Fisch ADHS von allen Seiten bedient. Und dann geht das eben sehr schnell. Okay. Und wie sieht das dann aus? Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das machst du auch mit Kindern oder das machst du mit den Erwachsenen? Mit den Genau. Müttern dann in dem Fall von einem ADHS-Kind, muss ich jetzt Ja. mal so nennen wollen. Ich habe angefangen, das nur für Kinder zu machen und dann eben für jeden Einzelnen. Dann habe ich die Mutter gefragt, habe ich gesagt, hier, da sind aber diese Themen, die dein Kind trägt, ne, der macht sich laut für dich, für deine Themen, weil deine Brustkrebsdiagnose, da kann der Arme ja jetzt gar nichts dafür, ne? Und dann hieß es immer, nee, ich bin nicht so wichtig. Lieber noch mein Mann vielleicht, aber eigentlich haben wir kein Geld. Und lieber noch mein Kind, das ist eigentlich auch schlecht in der Schule, aber ich bin nicht so wichtig. Und das Ding ist, ich bin nun mal leider systemisch und hinterlasse ein Kind nicht gerne in nicht ganz optimalen Bedingungen. Und so habe ich mir jahrelang den Kopf zerbrochen und war fast selbst am Burnout, weil quasi jeder immer ständig was von mir wollte und ich bei jedem Einzelnen immer gucken musste. Und habe jetzt die Lösung gefunden, die das Beste ist für die Familie, aber auch das Beste für mich. Das heißt also, ich habe ein System entwickelt, wo quasi die ganze Familie sich heilen kann. Schön ist, wenn jeder dieses Familien-Wellness-Programm macht, dass jeder seine Themen beachten kann. Das heißt also, die Mama sagt, sie will nicht mehr so viel rumschreien, der Papa sagt, er möchte nicht mehr so gestresst sein, das Geschwisterlein möchte besser in Mathe werden und das ADHS-Kind möchte nicht mehr so viel Ärger haben. Wenn man das so ansieht, dann ist jeder auch bereit mitzumachen. Ich habe nämlich leider auch viele komplett blockierten Teenager bei mir, die gar nichts mehr machen wollen, die einfach keinen Bock mehr haben, ständig falsch zu sein und immer zu Therapeuten zu gehen und es hat doch nichts gebracht, die boykottieren total. Aber über diesen Weg kriegen wir sie rein, ne? Weil sie tun dann was für die ganze Familie und sie sind nicht das schwarze Schaf. Das, glaube ich, ist total wichtig, Ja. weil das ist ja eh immer das Gefühl, was bleibt. Ich bin falsch. An mir wird rumdiagnostiziert. Ich muss dies und das und jenes machen. Ich muss zum Arzt gehen, zum Psychologen gehen, zum Therapeuten gehen. Ich muss ja falsch sein, sonst würden ja alle nicht so einen Aufriss um mich machen. Die schämen sich total, ne? Die Genau. schämen sich total und viele wollen sogar lieber sterben, als ständig so viel Ärger zu machen für ihre Kinder, für ihre Familie, ne? Und deswegen haben wir das eben so rum geframed. Und so darf die Mama auch für sich arbeiten, ne? Und wenn es nur zum Wohle des Kindes ist, werden auch ihre Themen bearbeitet und der Papa. Und ja, so fühlt sich das richtig gut an. Das heißt also, meine Leute lernen meine Werkzeuge. Ich sage es immer so gern, sie kriegen meinen Werkzeugkoffer und das sind an die 8 verschiedene Therapien mit drin und können mit diesem Werkzeugkoffer jetzt diese Entwicklungsschritte machen. Das machen wir gemeinsam. Also sie können mit diesem Werkzeugkoffer alles machen. Also ich sage meinen Mädels manchmal im Gruppencall, ich sage, ihr seid ja wahre Zauberinnen. Ne? Also die eine hat gesagt, oh, Zehnerübergang beim Kind. Ganz schlimm. Ich hasse Mathe. Ja, Monika, ich habe das mal in Stress und ich habe das mal umprogrammiert. Ich so, wie bitte? Ja, du hast uns doch beigebracht, wie das geht. Ich so, ja, okay. Und und dann hieß es eine Woche später, die Lehrerin sagt, der meldet sich die ganze Zeit. Der macht sein Hausaufgaben, hat eine 2 in der Ex und Mathe ist gar nicht mehr so schlimm. Ich so, hallo, das ist Macht. Ne? Das ist endlich das, was wir haben sollten als Eltern, weil wir stehen da und sind machtlos und weinen genauso wie unsere Kinder und wissen nicht, was wir tun können. Und dieses Werkzeug kannst du dann halt dein Leben lang machen. Ne? Also du weißt ja dann, wie du dir selber helfen kannst.
Ich habe das nicht gerne, wenn meine alten Kunden anrufen und sagen, oh, Monika, ist wieder alles ganz schlimm, war vorher so toll und jetzt ist schlimm. Kannst du bitte noch mal schauen? Müssen wieder Stunden lösen bei mir und so weiter. Nur weil der Vater ausgezogen ist, das brauchen sie nicht mehr. Sie haben ihr Werkzeug, sie wissen, wie es geht und können es auch in 20 Jahren noch machen für sich und die ihren. Okay, also dann sieht das ganz praktisch so aus, dass du einzeln mit den Familienmitgliedern arbeitest Ich oder arbeite zusammen? ich arbeite im Gruppensetting. Das heißt Also auch also, im als Familiengruppe gemeinsam oder genau, die Mütter in der Gruppe und die Kinder in der Gruppe mit anderen also Kindern oder wir nur machen um es das zu immer, verstehen, genau, genau, wir wie du machen es arbeitest, abends genau. um 20:30 Uhr. Ne? Also Mhm. eigentlich feiern wir meistens nur Erfolge. Mhm. Also eigentlich erzählt meistens jeder so, was sich bei ihm getan hat, was für Riesenfortschritte sich getan haben. Natürlich ist der Call aber eigentlich dazu da, um Fragen zu beantworten oder wenn irgendwas nicht geklappt hat, um rauszufinden, was ist jetzt da der Grund, warum es nicht geklappt hat, was müssen wir verändern, was müssen wir anschauen, wo ist der wirkliche Mhm. Grund. Genau, und das machen wir während 2 Monaten. Und dann ist so dieser ganze Stresslevel runtergefahren. Ich hatte am Anfang ein großes Programm, wo quasi die ganze frühkindliche Entwicklung abgedeckt war. Ich habe aber zu Weihnachten entdeckt, dass meine Mitglieder im alten Coaching, dass sie irgendwann nicht mehr weitergemacht haben, weil sie haben Mhm. gesagt, nach diesen 2 Monaten war das schon so genial, wie sie sich niemals hätten vorstellen können. Warum sollen sie denn noch weiterarbeiten? Und ich versuche gerade eben jeden Einzelnen zum Ziel zu schieben, obwohl Mhm. sie es eigentlich nicht mehr bräuchten. Und deswegen habe ich jetzt erstmal dieses Programm gemacht. Und wenn jemand dann immer noch weitermachen möchte, dann kann er das restliche Jahr machen. Ne? Mhm. Aber für Und es viele ist immer reicht online. das. Genau, es ist online. Mhm. Das heißt, also ich habe ein Portal gemacht. Das ist hochprofessionell verfilmt. Die Übungen sind per Video, sind per Zooms, gibt es als PDFs dabei. Und genau, und da werden alle 2 Wochen einmal eine Übung gemacht. Ne? Mhm. Und Also, zwischendurch sind immer diese Calls, wo Fragen gestellt werden können oder Erfolge genau, gefeiert werden. genau, genau. Okay, Und okay. das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt mit mir, also ich hatte am Anfang auch 1:1 mit den Leuten Mhm. gearbeitet, aber Mhm. ich kann ja alles erzählen. Ich kann ja Lügen erzählen, theoretisch, wenn ich erzähle Mhm. von Mhm. irgendjemandem, ne? Mhm. Aber wenn du da eine Gruppe hast und jeder erzählt, was bei ihm geklappt hat, das hat eine ganz andere Motivation, ne? Mhm. Mhm. Wie wenn ich mir da alleine einen abstrampel und die vielleicht sich denken, ja, ist ja ganz nett, aber ich bin ja nicht so sicher, ob das so klappt. Ne? Also Mhm. von Mhm. daher ist das wirklich das, was so der Push ist, damit auch wirklich jeder seine Sachen bekommt und auch sieht, was möglich ist. Ne? Mhm. Und Mhm. ich drehe meine Familien quasi um. Du hast ja gesagt, es wird immer nur nach Defiziten gesucht. Ne? Es Mhm. wird Mhm. immer nur geguckt, was ist falsch. Ne? Wir haben alle diesen Fokus, du Ja, bist ja. schlecht hier. Ist bei uns nicht mehr. Wir suchen jeden Tag Wunder. Mhm. Und wir Mhm. finden sie auch. Und wir sehen sie und wir kommunizieren sie an die Kinder. Ne? Mhm. Und da wächst dann das Selbstbewusstsein. Ne? Auch wenn es am Anfang fast gar nicht angenommen werden kann. Aber wir müssen raus aus dieser Defizitspirale. Wir müssen in eine Mhm. Mhm. positive Spirale. Und es geht halt auch nur zusammen am besten. Mhm. Ne? Wenn da jemand hinten dran steht und sagt, und? Wenn jemand sagt, bei uns ist alles schlecht, so, hast du deine Wunder gesucht? Nee. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nee. Frag dich mal, Mhm. warum? Ja, also da braucht man halt so jemanden, der einen ein bisschen dahin schubst. Ja, ja. Aber wenn ich das jetzt höre, selbst wenn jetzt ein Teenager zum Beispiel, da ist sowas ja immer heikel, eben gerade mit, komm, lass uns diesen Kurs machen, lass uns da ins Gespräch gehen, lass uns zum Therapeuten gehen. Das ist ja spätestens dann sowieso total schwierig. Aber selbst wenn jetzt der Teenager, der eigentlich jetzt die Ursache ist, zu dir zu kommen, nicht mitmachen würde Also sich trotzdem das gesamte Familiensystem natürlich, verändern, wenn ich das jetzt höre. natürlich. Also Mhm. ich habe das öfters mal, dass Männer auch gerne ein bisschen blöd machen und sagen, ach komm, lass uns lieber in Urlaub gehen. Mhm. Ne? Das ist viel, viel entspannender und du Mhm. kriegst das sowieso nicht hin, du ziehst das nicht durch und so, ne?
Das Ding ist, klar, da musst du dann als Eltern ein bisschen hinterher sein, da musst du sie dann ein bisschen kaufen, ein bisschen locken, ne? Aber in der Regel gab es noch keinen, der jetzt diese 2 Monate nicht gemacht hat. Es sind 3 Übungen. Ne? Da kann man sagen, was, Mhm. ich kaufe dir deine Jordans dafür, fertig. Ne? Also man muss halt Mhm. da einen Deal machen, wenn man das möchte. Aber selbst wenn der nicht mitmachen würde, also wenn die Mama ihre Themen aufarbeitet, wenn der Papa seine Themen aufarbeitet, wenn die Geschwisterkinder ihre Themen aufarbeiten, erstens fühlt er sich sehr seltsam, warum der jetzt Mhm. am Sonntag nicht dabei sein darf. Ne? Und nachher gehen sie essen und ich darf nicht mit, weil ich habe nicht mitgemacht. Könnte man so machen, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ja, Mhm. Mhm. wenn einem sonst nichts einfällt. Also er fühlt sich komisch, wenn er nicht mitmacht. Und es ist eben die Frage des Framings. Machen wir das als Familie, weil hier ist wirklich der Bär los, ne? Wir schreien uns alle nur an und wir wollen das nicht mehr. Mhm. Da würde er schon mitmachen, ne? Ja, ja. Damit es leichter ist für alle, auch für ihn. Das ist eine Mhm. Frage des Arguments. Willst du es einfacher haben in der Schule? Willst du nicht mehr so gestresst sein in der Schule? Kannst du machen, musst du nicht. Aber selbst wenn er nicht mitmacht, Mhm. wenn 3 Zahnräder sich ändern in einem Uhrwerk, dann dreht sich bei ihm automatisch was mit. Ja, ja. Und die Eltern wissen ja, wie es geht. Also ich habe Mhm. das öfters, dass wenn die anderen fertig sind, dass dann der Mann sagt, Ich will ähm, jetzt auch. ja, ich will auch so herrlich Mhm. Mhm. entspannt sein. Würdest du mit mir? Und ich sage dann der Mama, du darfst dir das überlegen. Ne? Ich meine, er hat am Anfang so blöd gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch irgendetwas tun muss, um dir zu beweisen, dass es ihm ernst ist. Aber die Erfolge sind einfach so eindeutig, dass das später dann schon mal kommen kann. Oder dass Kinder sagen, sie wollen jetzt mal eine Pause und dann macht Mama mit den anderen einfach weiter. Und dann irgendwann, wenn wieder irgendwas vorgefallen ist, kann die Mama ja sagen, hey, Mhm. lass Mhm. uns das doch bitte zu Ende machen. Vielleicht hilft dir das und dann geht's wieder. Ne? Das Ja, ja. Essen kann man ja nicht wegnehmen. Ne? Sie haben ja dann alles und sie können Mhm. das auch in 2 Jahren machen. Okay, okay. Und wenn jetzt eine Familie zu dir kommt, meinetwegen, das Kind nimmt schon Ritalin und die Mama ist so wie du, wie es dir vielleicht auch gegangen ist, irgendwann an dem Punkt, wo sie sagt, ich will das eigentlich nicht mehr. Dann finden sie dich oder sehen jetzt dieses Interview hier im Kongress, kommen auf dich zu. Ähm, Was ist dann der nächste Schritt? Ist dann der Schritt schon gleich mal das Ritalin abzusetzen oder Nein, gibst du da, also da bist du auch im Austausch dann mit den Müttern, mit den Eltern, welcher Schritt nach dem anderen kommt? Womit ja, fangen wir an und in welcher Reihenfolge können wir versuchen? Also ich höre raus, dass das Ziel ist, die medikamentöse Ruhigstellung, Behandlung will ich da gar nicht sagen, es ist ja tatsächlich eher eine Ruhigstellung, ähm, zu reduzieren oder ganz ja. weglassen zu können am Ende, oder? Das ist das Ziel. Genau, Ja, also ich wie ist hatte das dann schon, aufgebaut? also ich hatte schon Fälle, ähm, wo das Kind das nicht wollte und Angst hatte, ne? Wo dann, Mhm. habe ich ja schon Mhm. erzählt mit der Was du Mutter erzählt über hast, ja. Weihnachten, genau. Dann hatte ich aber auch Fälle, wo das Kind das nicht mehr will, die Mutter das aber geben will. Das Mhm. Ding Mhm. ist, wir müssen erstmal Ruhe ins System reinbringen. Wir müssen Mhm. erstmal den Stresslevel runterfahren, diesen Ausnahmezustand ausschalten. Also diese Stressreaktion von Kampf, Flucht, Verteidigung, Mhm. Festfrieren, von Verweigerung und dass diese ganzen Stressreaktionen ausgeschaltet werden. Und dann hat man eine Basis und dann ist man auch wieder zugänglich für irgendetwas. Ne? Das ist ja Mhm. wie, wie wenn dich jemand kritisiert und du gleich Bam dagegen donnerst. Ne? Mhm. Und so Mhm. ist es mit ADHS-Kindern auch. Ne? Wenn also dieser Stresslevel runtergefahren ist, wenn da wieder Sicherheit ist im System, Mhm. wenn da wieder Vertrauen ist, Vertrauen in sich, Vertrauen in die Eltern, wenn wieder eine Bindung überhaupt möglich ist, die durch diesen ganzen Stress gar nicht möglich war, wenn Ängste verschwinden können und Verweigerung Mhm. verschwinden kann, dann ist das ganz eine andere Basis. Mhm. Dann kann man mal versuchen, das abzusetzen über irgendwelche Ferien. Das bespricht man aber mit dem Arzt. Ach, noch was, falls das wissen wohl die wenigsten, es ist in den Leitlinien festgeschrieben, dass man Psychopharmaka Auslassversuche machen sollte. Jedes Jahr einmal.
Man Mhm. kann sich also darauf beziehen und kann sagen, wir würden jetzt gerne einen Auslassversuch machen und der Arzt kann das nicht verweigern. Und dann ist es Mhm. natürlich gut, wenn man den Arzt mit an Bord nimmt, wenn man die Liste abgibt und sagt, guck mal, das und das hat sich bei uns schon verbessert zu Hause. Gucken Sie doch auch noch mal von medizinischer Seite drauf. Diese Liste kann man auch in der Schule abgeben. Wenn man Mhm. möchte, dass die Lehrer nicht mehr Defizite suchen, sondern Wunder suchen, dann könnte man sie so ein bisschen umerziehen, unter Umständen die Lehrer, wenn es sich machen lässt. Ne? Und spätestens, wenn es nicht machbar ist, dann sind die Eltern in ihrer Kraft und können dann eine Entscheidung treffen und sagen so, und jetzt reicht und wir suchen Mhm. uns eine neue Schule. Und es ist halt nicht alleine möglich, wenn man in dem Strudel feststeckt. Ja, ja, ja. Genau, und Ja. dann werden die Medikamente meistens abgesetzt und dann mal geguckt. Oftmals kommt es sogar vor, dass die Lehrer sich bedanken bei den Eltern und dass sie sagen, haben Sie endlich Ritalin gegeben bei Kindern, die kein Ritalin vorher bekommen haben? Ne? Die Eltern sagen Mhm. dann erstmal nichts und lassen die Lehrer in dem Glauben, dass jetzt alles gut ist und Mhm. sagen dann nach einem halben Jahr, ach übrigens, ne, also wir haben kein Ritalin gegeben, aber ist ja jetzt alles safe. Ähm, Mhm. und es gibt auch Leute, die dann nachher wieder ein bisschen was geben müssen, weil die Schule Okay. quasi diese Sicherheit braucht. Also wenn die Schule das mitbekommt, dass sie das nicht mehr geben, dann, ja, also ich meine, es ist ja jeder mal Lehrer geworden, weil er was Gutes tun wollte. Ne? Und Mhm. für viele Lehrer ist es einfach die einzige Lösung. Ist ja auch in unserer Gesellschaft so propagiert. Ist Ne? ja die einzig anerkannte Lösung in der Gesellschaft irgendwie. Ja. Ja. Und Mhm. wenn die dann mitbekommen, dass das Kind keine Medizin mehr nimmt, dann könnten die Panik kriegen. Ne? Und dann könnten Mhm. die natürlich noch mehr Defizite suchen und auch Dinge nicht sehen, die schon besser Mhm. geworden sind. Also da muss man dann einfach gucken. In der Schweiz gibt es anscheinend auch Schulen, die können Kinder wirklich rausschmeißen, wenn sie kein Ritalin nehmen. Ne? Ja gut, aber also da sträubt sich in mir ja alles. Also wenn ich meinem Kind Ritalin gebe, obwohl ich jetzt von dir aufgebaut bin, also seelisch und psychisch aufgebaut bin und eigentlich mein Instinkt mir sagt, mein Mutterinstinkt mir sagt, ich will dieses Medikament nicht mehr an mein Kind geben. Und dann kommt die Schule und sagt, also entweder das Kind fliegt raus hier, wenn es das nicht mehr bekommt, oder der Lehrer sagt, naja, aber das geht so nicht, Sie können das ja nicht einfach absetzen. Und ich dann deswegen meinem Kind dieses Medikament wieder verabreiche. Ähm, also da denke ich ja auch, da ist ja eine völlig falsche Grundannahme von, wer bestimmt eigentlich über mein Leben? Da bestimmt ja in dem Moment der Lehrer über meine Entscheidung. Und auch wenn ich den Arzt fragen muss, ob wir jetzt mal ich habe das Wort wieder vergessen, Auslassversuch, ja. einen Genau. Auslassversuch machen können, da denke ich dann auch, mache ich das denn für den Arzt oder mache ich das, weil mein Mutterinstinkt mir sagt, dass das jetzt richtig wäre? Da kann ja eigentlich der Arzt nicht sagen, nö, das dürfen Sie nicht. Also sollte er nicht können, aber Das also Ding ist, ist, Sie können es sagen. Also ich habe ganz viele Leute bei mir in den Calls und also ich sag ihnen manchmal, du hast das SEK gerufen. mhm, Sondereinsatzkommando ist mhm, jetzt mhm, hier bei dir. In der Familie, in der Schule, du hast die Integration, du hast alles abgerufen, was es gibt und alle mhm, reden mhm, mhm, durcheinander. Ich sage, was willst du jetzt von mir? Wie soll ich die jetzt alle zum Schweigen bringen? Ne? Ich höre mhm, das ganz mhm. oft in den Facebook-Kommentaren auch. Sie wollen die alle nicht mehr haben, ne? Aber sie haben sie ja gerufen, aber ich kann Ja, die ja, nicht ja. wegmachen. Ne? Also das ist das eine. Und das andere ist definitiv, sie haben teilweise diese Macht über die Eltern. Mhm, Und ja, können dir dein Kind wegnehmen, können dir drohen, ist mir auch passiert. Das ist Usus. Ähm, in dem einen Falle, wo das Kind Ritalin gebraucht haben, haben wir dann 5 Milligramm gegeben. Es war dann homöopathisch. Ne? Wir haben also mhm, mhm, eine Lösung gefunden. Wir geben dem Kind 5 Milligramm statt 40 Milligramm, wo es sich vorher eigentlich umbringen wollte mit dieser Dosis. Ne? Also mhm, witzigerweise mhm, fällt den Schulen ja schon auf, was sich bessert. Aber mhm. dann ist es, oh mein Gott, es muss aber trotzdem Ritalin haben, obwohl Ja, ja, ja. wie schlimm das es war. Da hatte ich Glück, weil mir hat damals die Lehrerin gesagt von meinem Sohn, als ich gesagt habe, ich gebe keine Medikamente mehr, hat sie gesagt, wissen Sie was, wir haben gesehen, was für ein Fiasko. Es kann nicht schlimmer werden. Mhm, mhm, Machen mhm, Sie irgendwas. Sie haben noch ein mhm, Jahr mhm, Zeit.
Ne? Aber diese Coolness kannst du nicht von jedem erwarten. Ne? Aber, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, aber ich habe auch als Eltern immer die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich kann den Arzt wechseln, ich kann die Schule wechseln. Also je nachdem, wie gut ich dastehe für mich selber, wie gut ich für mich selber auch einstehen kann und meine Entscheidungen, habe ich immer eine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Aber Also dazu musst du aus deinem Ausnahmezustand auch genau, rauskommen. Ne? ja, genau, genau, Monique, hast du schön gesagt im Interview, sie hat gesagt, alle Energien wieder zu sich zurückgenommen. Ich ja, meine, wir haben genau, die deutsche Sprache, du bist außer dir. Ja, 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 wir sind genau. außer uns. Ne? Genauso. Und Mhm. wenn du dann diesen Ausnahmezustand beseitigt hast und du hast wieder alle deine Energien bei dir und du weißt, wo du bist und was sich richtig anfühlt wieder, dann erst bist du in der Lage, auch eine Mhm. Entscheidung zu treffen. Vorher bist du nur am Bedürfnisse erfüllen von allen Mhm. anderen, ne? Und Mhm. super Stress. Ja, ja, ja. Deswegen ist es so wichtig für die Mütter, dass die da mitmachen. Und deswegen habe ich mir Mhm. den Arsch aufgerissen, um ein Programm zu stricken, wo die Mutter nicht sagen Mhm. kann, aber ich bin nicht so wichtig, sondern wo die quasi mit reinkommt, damit da diese Ruhe kommt. Genau, genau. Damit auch systemisch gesehen wieder jemand in der Lage ist, überhaupt Entscheidungen für das System zu treffen, der im Ja, System ist und nicht der von außen kommt und von außen Entscheidungen trifft. genau. Dass sie wieder Ich zu glaube, sich das ist, selbst finden. Ja, genau, genau, das ist so wertvoll daran. genau. Ja, ja. Und Und dann wenn sie ist dann, man handlungsfähig. Ne? Dann erst. ja, genau, ja, genau, genau. Und dort bringst du sie hin. Ja, Das ist, und das Programm geht 2 Monate, hast du gesagt. Wenn ja. jetzt eine Mama nach 2 Monaten noch nicht an dem Punkt ist, wo sie sagen könnte, okay, ich kann jetzt für mich und meine Familie, mein Kind wirklich Entscheidungen treffen. Ich höre ganz leise meine Intuition wieder. ähm, dann kann sie auch weiter mit dir noch zusammenarbeiten. Ja, ja, also es gibt noch ein Programm, das dauert dann noch 10 Monate. Da werden dann die ganze frühkindliche Mhm. Entwicklung gemacht bis zum Alter von 3 Jahren. Ähm, Das kann man gerne machen. Das mache ich aber jetzt nicht mehr. Das habe ich am Anfang für alle gemacht und dann habe ich gesehen, die wenigsten machen das zu Ende. Die meisten hören einfach so am Mhm. Anfang auf nach den 2 Monaten. Und man kann das weitermachen, auch wenn man merkt natürlich während der Zeit, oh, da hakt's. Das Mhm. hakt. Mhm. Oh, da gibt es noch Themen. Oh, die sollte man auch anschauen. Oh, ja, wenn man da das machen möchte, dass man quasi richtig aufräumt bei sich, ne, dann kann man das gerne machen. Aber ich wollte einfach, die Leute sind teilweise in so einer Stresssituation, die haben gar nicht die Kraft oder können sich es gar nicht vorstellen, Mhm. jetzt irgendwie 4 Monate, sechs Mhm. Mhm. Monate Oder was zu gar 10, das ist dann machen. unendlich. Ja. Sie machen ja Mhm. schon jahrelang vorher Mhm. alles. Mhm. Also sie Mhm. sind ja teilweise schon 5, 6 Jahre lang im Therapeutenmarathon. Klar ist es was anderes, wenn du einmal in der Woche eine Übung machst für eine halbe Stunde, wie wenn du jede Woche zu 5 verschiedenen Therapeuten Mhm. auch noch Mhm. Mhm. extern gehst. Aber trotzdem, die Leute sind einfach entkräftet. Deswegen Ja, zuerst ja, ja. Start. Und wenn dann jemand weiter bei sich Ordnung schaffen möchte, dann kann er das gerne auch machen im Anschluss. Mhm. 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 Spannend. Was sind denn so oder wie sieht denn ein Familienalltag aus, nachdem das Programm abgeschlossen ist bei dir? Du bekommst ja bestimmt auch viele Rückmeldungen. Einige Testimonials habe ich auf deiner Seite auch gesehen. Ähm, Ja. was, mach's mal Also, greifbar. Was sind denn so Beispiele? Was passiert denn dann? Was ist die Magie nach dem Programm, die dann plötzlich in den Familien da ist? kleinen Moment, ich schaue mal gerade eben. Ähm, Da bin ich nämlich gerade eben am Machen von einer Webseite. So, also, was ist das? Bei uns ist es momentan mega entspannt. Habe mir viel zu viel gefallen lassen. Du hast mir die Energie gegeben, die ich gebraucht habe. Ich bin froh, dass wir euch gefunden haben. Zum Beispiel, ne? Und da geht es darum, dass wie mache ich das jetzt groß? Naja, egal. Oder hier insgesamt fühlen sich die Leute ruhiger, die Kinder auch, sind nicht mehr so gehetzt, nicht mehr so aufgewühlt. Die innere Unruhe geht weg. Die Leute schlafen Mhm. besser. Wir sind entspannter, es schaukelt sich nicht mehr alles so hoch. Danach ist es viel schneller wieder harmonisch, wenn mal irgendwas ist.
Das Thema Schule läuft besser. Die Kinder können sich besser konzentrieren. Die Leute rennen nicht mehr gehetzt durch den Alltag. Die Mutter kommt wieder in ihre Kraft. Mhm. Das Kind kann auch mal Nein akzeptieren. Also früher ist es so, wenn es ein Nein hört, dann flippen die aus oder sind so komplett herrschermäßig unterwegs, weil sie das als Sicherheit brauchen, ne? Mhm. Und jetzt passiert es, dass die Leute Nein sagen und das Kind macht Tja und geht einfach genervt. Ne? Das ist Mhm. Jackpot, ne? Weil vorher war das Super-GAU und das Kind stellt sich in den Weg, wirft sich auf den Boden und schreit und macht und tut, ist nicht mehr. Ne? Mhm. Oder bei der Monique war das so, dass ihr Sohn Adrian, der wurde gemobbt seit 3 Jahren. Ne? Der hat sich dann irgendwann, als er wieder gemobbt wurde, vor seinem Mobber hingestellt, hat ihm in die Augen geschaut und hat gesagt, du lässt mich zukünftig in Ruhe. Und dann war das Ding gegessen. Okay. Ja, Also auch Selbstvertrauen, Selbstwert spielt da eine ganz große Rolle. ja, aber auch eben auch er war nicht mehr Mhm. so da draußen, sondern hey, jetzt Mhm. reicht's. Ne? Also einfach mal für sich einstehen können. Die Kinder können sich besser konzentrieren, eben auch bis nachts um 9 kann sein. Mhm. Kinder kriegen auf einmal mit, was in der Schule war. Also viele Mütter sagen, wenn das Kind nach Hause kommt und es gab Ärger und sie fragen, was war da los? Und das Kind sagt, ich weiß es nicht. Und die Mhm. denken, das will mich verarschen. Und mir ging es auch so, aber der wusste das wirklich nicht. Die wissen das nicht. Die sind so im Super-GAU, dass sie Mhm. Mhm. gar nicht Mhm. mehr wissen, warum. Ne? Und nachher, wenn sie das Programm haben, kommt das Kind nach Hause und dann kann es sagen, das war das und das und das und das ist passiert und deswegen bin ich so ausgerastet. Okay, damit kann man arbeiten. Oder Mhm. das Mhm. Kind weiß auch, was in der Schule dran war, schreibt auf einmal die Hausaufgaben auf, macht die Hausaufgaben alleine. Ach, eine Familie, 4 Stunden haben sie früher für Hausaufgaben gebraucht, jetzt eine halbe Stunde. Ne? Okay. Gibt auch Kinder, die fangen auf einmal wieder an, in die Schule zu gehen und haben die verweigert vorher. Also wir haben da Mhm. Mhm. alles gehabt oder die lagen im dunklen Zimmer und waren zu nichts mehr zu gebrauchen, nicht mal mehr zum Familienessen und haben dann den Knopf wieder aufgemacht. Äh, Mhm. Mhm. ja, gehen jetzt in Sport, was sie früher gehasst haben. Da ist alles Ja, ja. möglich. Ne? Das Ja, ist das ist auch schön, einfach. dass du jetzt nochmal ein anderes Beispiel mit reingebracht hast, weil wenn es immer nur darum geht, das Kind gefügig zu machen für die Schule, ist ja auch die Frage, ich meine, dieses Schulsystem an sich kann man ja durchaus auch mal in Frage stellen. Aber wenn ein Kind auch nicht mehr zum Sport geht, also nicht mehr in den Verein geht, da wo es nicht um schulische Leistung geht, wo es nicht um gute Zensuren geht, wo es vielleicht um sportliche Leistungen geht, je nachdem, was es für ein Sport ist, aber das ist ja dann auch eine Seite, die durchaus total unterstützenswert ist. Also wenn man jetzt von der Ja, Schule mal absieht, es gibt ja im Alltag eines Kindes, eines Menschen auch noch ganz viele andere Themen, die damit befriedet werden, wenn da mal also hingeschaut wird. Ja. Kinder haben nicht nur Stress in der Schule, die haben überall Stress, Mhm. wo sie sind. Ja, Ne? ja. Also mit den ganzen Mitmenschen, die haben Probleme mit ihrer Impulsivität, dass sie ständig irgendwo anecken, egal wo sie sind, bei Oma, Opa, überall. Mhm. Also das ist wirklich ein Minenfeld. Also ich habe teilweise meine Kinder ins Haus geholt, habe gesagt, so, die Türe ist jetzt zu, hier ist unsere Ritterburg, hier macht uns keiner was. Ne? Mhm. Telefon, Anrufbeantworter aus. Ich will nichts mehr hören. Ne? Also so schlimm ist das für die Mhm. Familie. Mhm. Ne? Dass du Mhm. wirklich nur mehr in dem Haus, wenn überhaupt, wenn das möglich ist, trotz der Ausnahmezustände bei jedem, dass du wenigstens da versuchen kannst, dass es noch harmonisch ist. Überall anders ist es das nicht. Und Mhm. Mhm. das ist es nicht, weil das Kind im Ausnahmezustand ist. Das ist so wie, wenn ich Schuhbandel binden muss und muss aufs Klo und gleichzeitig eigentlich auch schon weg. Das wird nichts. Ne? Mhm. Mhm. Das kann nur schief gehen, ja. Ja, aber so ist es mit den Kindern. Die sind in diesem Zustand, ne? Und wir wollen, dass die dann da irgendwie was kapieren, aber geht nicht. Ne? Mhm. Mhm. Also es ist ganz normal. Es ist also schon, dass das Umfeld zu Recht ein Problem hat mit dem Zustand, in dem das Kind ist. Ne? Mhm. Mhm. Das Kind zeigt zwar auf, da ist was falsch, da fehlt natürlich eine Kooperation zum Mitarbeiten, weil es sich auch irgendwie nicht gesehen oder verarscht fühlt oder sonstiges.
Aber das ist schon so, dass Mhm. das Mhm. Kind da wirklich ein Problem auch macht in den Schulen. Ne? Also ich Ja, ja. will jetzt nicht sagen, dass die das nicht machen. Aber die Frage, warum, die stellt halt Mhm. keiner. Es ist immer nur, das muss jetzt anders und Pille rein und sei brav und Mhm. halt den Mhm. Mund und ja. Aber es gibt bei jedem Warum. Also jede Krankheit hat auch seinen Grund, die will uns irgendwas zeigen. Aber dieses Warum findet halt so keiner. Das ist das Doofe. Mhm. 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 Und dabei unterstützt du. Also hinzuschauen, was ist das Warum? Dann auch ganz wichtig aufzuzeigen, das Kind ist nicht das Problem. Ja, Also da gibt es mehrere Faktoren, die dazu zusammenkommen. genau, das Kind ist ja erstmal so die Grundannahme richtig, so wie es ist, Das in Kind seinem zeigt Sein. Es auch. zeigt uns nur was auf. Es ist Symptomträger oftmals von Mhm. vielen Mhm. Dingen, Genau, die ja, ja. im Umfeld sind. Das kann aber auch der Lehrer sein, der das Kind hasst. Ne? Mhm. Vielleicht ist das Mhm. Kind einfach echt unangenehm in der Schule, weil es weiß, der Lehrer hasst mich. Na, warum Mhm. soll Mhm. es sich denn auch anstrengen? Warum soll es nett sein zu dem, wenn der ihm Mhm. hinterrücks schlechte Noten verteilt? Na, das ist alles Beziehung im Leben, ne? Mhm. 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 Ja, und ein Kind, was selber ähm, also was keinen Selbstwert hat, was sich nicht sicher fühlt, weil es überall die Rückmeldung bekommt, ich bin falsch, das wird auch nicht zu Hause zu Mama und Papa gehen und sagen, ich habe das Gefühl, der Lehrer hasst mich. Da ist ja Doch, dann der total, das kriegen die schon auch zu hören, aber die können ja nichts dran ändern. ja, ja, im besten Was Fall soll kriegen das sie es denn zu hören machen? tatsächlich. Ansonsten muss ja Ja, diese Beziehung erstmal wieder aufgebaut werden, dass es überhaupt diesen Safe Space für das Kind gibt. ja, Und ich glaube, dann daraus kann dann die Heilung entstehen für alle, für das ja. Kind und für die ganze Familie, für das gesamte System. Ja, so habe ich das jetzt Ja. verstanden. Und das finde ich unglaublich wertvoll, weil es eben nochmal ganz anders drauf guckt. Wie du gesagt hast, der glitschige Fisch, der dann von allen Seiten irgendwie betrachtet wird und nicht immer so wegfluppt. Und Ja. ähm, Und deswegen funktioniert das alles nicht, was wir machen. Also mhm, ich erkläre das meinen Leuten immer so, das ist so wie beim Hausbau. Also wenn man jetzt das ADHS-Thema Heilen ansieht, ne? Oder auch generell eine Entwicklung von einem Menschen. Ne? mhm, Du kannst nicht den Betonboden gießen, bevor die Mauern draußen sind. Du kannst nicht die Küche installieren, bevor die Fliesen dran sind und die Elektrik mhm, gelegt ist. mhm, Das geht nicht. Aber wir haben Gott sei Dank Zugang zu allen Therapeuten. mhm, Wir wissen aber nicht, welcher ist jetzt der klügste, was ist jetzt für diesen Entwicklungsschritt der richtige. Und selbst wenn wir die Besten finden würden, das Timing stimmt nicht. Ne? Ich renne einfach wild von A nach B mhm, mhm, und hoffe, dass die zusammenarbeiten, aber beim Haus, ich meine, so ein Haus bauen, machen nicht gerne Menschen auf eigene Faust. Die wissen, warum sie das mhm, nicht machen. mhm, mhm, Da müssen mhm. so viele Gewerke zusammen abgestimmt werden. Da müssen 3, 4, 5 Gewerke gleichzeitig teilweise ähm, arbeiten, damit das Haus fertig wird. Und das machen wir nicht. Wir rennen zu dem und der macht das. Und dann rennen wir zu dem, der macht ein halbes Jahr später das. Aber das ist Mhm. nicht gleichzeitig. Das ist nicht an dem einen Problem zusammenzuarbeiten. Ja, ja. Und Und das ist deswegen das, was du bündelst, Genau. Und quasi. deswegen habe ich Mhm. so viele Therapien, die ich mir alle angeeignet habe, eigentlich mal für meine Kinder, um die zu retten. Mhm. Und ja, ich habe mich nicht drum gerissen, jetzt hier systemische Familientherapeutin zu sein, sondern ich wurde quasi gedrängt von den Therapeuten meiner Kinder dazu. Ne? Die haben Mhm. gesagt, du Mhm. musst all diesen Leuten helfen. Und ich so, nee, Ja, ich ja. bin Marketingassistentin, mein Kind ist safe, ich will nichts davon wissen, aber sie haben halt nicht locker gelassen und dann Mhm. hat es sich so ergeben. Ne? Also es ist nicht, dass ich jetzt sage, ich könnte nur das oder so oder Mhm. 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 ne? Naja, aber so ist das Leben. Das zeigt uns Themen auf, an denen wir dann selber erstmal wachsen dürfen und dann mit unserem eigenen Potenzial, was wir in uns entwickelt haben oder zum Vorschein gebracht haben, dann die anderen mitzunehmen. Das ist Genau. ja das, was es so wertvoll macht, weil es dann ja auch irgendwie total greifbar und nah ist. Ja, So, also wenn ich dich reden höre, dann höre ich da einfach ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen und ganz viel Herzblut raus. Und das ja, ist ja entscheidend. Gerade bei diesem Thema ist das so wichtig. ja, letzten Endes bin ich ja auch eine von jedem von euch, ne? Also das ist einfach Mhm. so. Und wir haben alle die gleichen Probleme durch. Und das ist halt einfach schön,
wenn du bei jemandem bist, dem du nicht mehr erklären musst, warum dein Kind ausrastet. Das höre ich ganz oft in meinen Calls, ne? Dass da ein Safe Space ist, wo man auch sagen kann, das Kind hat das gemacht und ich habe das gemacht und man kriegt auch ein Feedback, hast du richtig gemacht, darf man aber draußen eigentlich niemandem erzählen, Mhm. ne? Mhm. Dass man dem Kind jetzt dann das Nintendo weggenommen hat, weil er sich nachts um 11 das geklaut hat oder so. Warum darf man das eigentlich nicht sagen? Verstehe ich. Mhm. Mhm. Ne? Also, ja, Ja, ja. Ja, aber umso wichtiger ist, dass es diese Räume gibt, wo diese Menschen dann sich auch wieder sicher fühlen dürfen, die für die jüngeren Menschen verantwortlich sind, ihnen ihren sicheren Raum zu schaffen. Dafür ja. brauche ich erstmal selber meinen sicheren Raum, ja, absolut. Wow, schön. Es hat mich sehr inspiriert, liebe Monika. Jetzt habe ich ganz viel gelernt von dir. Ich finde es unglaublich wertvoll, was du machst, wie du es neu betrachtest und damit ja einfach einen ganz neuen Raum eröffnest, der für so viele gar nicht denkbar ist, gar nicht vorstellbar ist. Das ist total schön. Ja. Ja, also ich denke das leider anders herum aus Erfahrung. Mhm, mhm, Und ja, also ich finde, diese Herangehensweise macht durchaus Sinn. Aber und das ist der Grund, warum halt wir alle so viele Jahre vergeuden mhm, mhm. auf der Suche nach Hilfe. Ja, ja. In diesem Sinne, ich verlinke sehr gern deine Kontakte und auch deine ADHS-Hotline direkt unter dem Interview. Das heißt, wenn Eltern jetzt hier zuschauen, die tatsächlich gern mit dir in Kontakt treten wollen, weil sie merken, ja, ich bin an diesem Punkt und ich möchte was anderes machen, ich weiß aber noch nicht was, dass die direkt mit dir in Kontakt treten können. Gerne. Genau. Ja, ich danke dir sehr. Möchtest du noch zum Abschluss irgendwas sagen? Magst du noch ein Schlusswort finden? Ja, vielleicht. Ja, jetzt muss es aber noch in den Kopf hineinflutschen. Moment. Ähm, also ich möchte mehrere Sachen sagen. Also, dass das ADHS bei einem Kind entsteht, hat immer auch wissenschaftlich bewiesen mittlerweile eine der Hauptursachen schon bei Entstehung oder bei Geburt. Das ist erstens wissenschaftlich bewiesen. Und dann heißt es eigentlich immer, dass es also dass da noch mehrere Dinge zusammenkommen müssen Mhm. nachher. Fakt ist, ich setze nur da an, in diesem Bereich, in diesem Zeitrahmen. Und egal welche Dinge wir gefunden haben in den letzten 4, 5 Jahren, die waren immer in diesem Zeitrahmen verankert. Das heißt also, es ist unter Umständen nicht nur einer von den Faktoren, sondern der Faktor. Mhm. Es hat es manchmal gegeben, dass ein Kind noch zusätzlich total vergiftet war oder so, ne? Aber das ist für mich definitiv der Root Cause. Das ist die Wurzel. Wenn du die hast, dann wächst die Blume nicht mehr nach oder nicht mehr so schnell. Außer beim Bambus bei mir im Garten. Ne? Da haben so kleine Stücke gereicht, aber okay. Ähm, Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Kind macht es nicht mit Absicht, dass es mit ADHS-Symptomen reagiert. Es reagiert. Ne? Es steht nicht auf und sagt, heute mache ich meine Eltern wahnsinnig oder heute ärgere ich die Lehrer. Nein, es ist eine gesunde Reaktion auf etwas da draußen, was nicht gut ist. Was jetzt nicht heißt, dass das da draußen alles falsch ist, aber dass es sich dadurch bedroht fühlt. Mhm. Ne? Und diese Bedrohungssituation, die gilt es aufzulösen. Dass das Kind merkt, oh, ich bin gar nicht mehr bedroht. Wenn die Mama Nein sagt, dann ist das keine Bedrohung für mich, sondern ist halt eine blöde Kuh. Ne? Ne? Aber nicht, wow, ne? Oder der Mhm. Lehrer sagt, ich muss das nochmal schreiben und sieht das gleich als Affront, sondern, Mhm. ah ja, guck mal, das hat er auch zu dem und zu dem gesagt, okay, ne? Also darum geht es. Ne? Und dass die Kinder eben viele Symptome tragen von dem Umfeld.
Ich rede jetzt natürlich viel von der Mama, weil da einfach eine Zeit war, wo sie beide eins waren und wo das Kind noch keine eigene Identität hat. Das Kind redet ja auch nicht in Ich-Form, wenn es geboren ist. Es redet Mhm. noch in Monika-Hunger. Ne? Es fängt erst so ab 1,5 Jahren an. Erst da kann das Kind verstehen und von sich abkapseln, was draußen passiert. Alles andere Mhm. passiert einfach mit dem Kind. Also wenn die Mama eine Schwangerschaftsdepression hat, ist das für das Kind überlebensbedrohlich. Ne? Das ist auch wirklich überlebensbedrohlich, was in dieser Zeit passiert. Weil das Kind ist Mhm. essentiell von uns abhängig. Ne? Das ist nicht nur ein falsches Programm, das ist definitiv Fakt. Ne? Und wenn man das ansetzen kann, wenn man das auflösen kann, dann geschieht da Ruhe und Entspannung im System. Und das braucht mindestens die Mama genauso wie das Kind Mhm. aus der Historie heraus, die da halt Mhm. schon vorher gelaufen ist. Schön, das war jetzt nochmal ein schöner Zusammenschluss all dessen, was wir vorher besprochen hatten. Wunderbar. Ich danke dir sehr, liebe Monika, für deine Zeit und dein hier dabei sein und dein Teilen, ja, dessen, was du weißt und was du erforscht hast auch und womit du arbeitest. Ja, Genau. ist mir ein Herzensanliegen. Schön. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, wenn ihr Kontakt mit Monika suchen, aufnehmen möchtet, dann ja, klickt einfach unter dem Interview auf die entsprechenden Links. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso inspiriert und gefallen wie mir. Und ja, ich denke, ich sehe euch im nächsten Interview wieder. Ich sage Tschüss zu euch und zu dir, liebe Monika, auch. Alles, alles Liebe und ja, mach's ganz gut. Und dir Tschüss. das Beste für deine 6 Jungs, ne? Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.